Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute zeige ich euch, wie ihr weniger Fehler spielen könnt durch eine gute Artikulation oder auch Zungenstoß. Und das Ganze demonstriere ich euch anhand der Telemann-Trio-Sonate in C-Dur und anhand der Triolen-Variation von Sum Sum Sum, die ich für euch komponiert hatte für das Video von letzter Woche. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Dieses Video ist eins von einer Reihe von 3 Videos, nämlich wie ihr durch Artikulation Fehler vermeiden könnt, Teil 1, das bekommt ihr heute. Demnächst gibt es dann noch einen zweiten Teil, nämlich wie ihr schneller spielen könnt durch eine gute Artikulation und es vielleicht gar nicht an den Fingern liegen muss. Und der dritte Teil wird sein, wie ihr eleganter und auch stilsicherer spielen könnt durch eure Artikulation. Aber heute geht es erstmal um das Vermeiden von Fehlern. Wie kann euer Zungenstoß dazu beitragen, dass ihr weniger Fehler spielt? Also der Zungenstoß beim Blockflöte-Spielen ist unglaublich wichtig, um deutlich zu spielen, aber auch um differenziert zu spielen und, wie ihr gleich sehen werdet, auch um weniger Fehler zu spielen. Also der Zungenstoß, der kann zum Beispiel sein Dü, Dü, Dü oder Do, Do, Do oder Du, Du, Du oder auch Tü, 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 To, To, To und so weiter. Also zwischen D und T zum Beispiel gibt es ganz viele Abstufungen und es ist schön und wichtig, wenn ihr das möglichst viel abwechselt. Ich nehme mal als erstes Beispiel ein ganz kleines Stück aus dem letzten Satz der Telemann-Sonate für 2 Blockflöten und Basso Continuo in C-Dur. Das ist diese Sonate mit den Frauennamen und der letzte Satz nennt sich Dido. Und damit ihr beim Disperato nicht verzweifelt, wollen wir jetzt mal nach der Artikulation schauen. Meine Schülerin Sieglinde hat dieses Stück durchgenommen mit mir und sie kann eigentlich die Noten alle spielen, aber trotzdem ist sie an manchen Stellen gestolpert. Und wir sind dahinter gekommen, dass sie eigentlich überall erstmal die gleichartige Artikulation eingesetzt hatte, nämlich alles mit Dü, Dü, Dü. Und dann kann es passieren, dass ihr nur noch einen Wust von Noten vor euch seht und die alle spielen wollt und irgendwo strandet. Also haben wir mal geschaut, wie könnte Sieglinde das anders machen, wie könnte sie anders artikulieren, dass sie mehr Überblick hat, aber dass es auch zu den Noten passt. Und wenn wir uns da mal den Anfang anschauen vom Disperato, dann passieren da keine großen Sprünge, also die Melodie geht eigentlich ziemlich so horizontal, sage ich mal, aber ihr habt trotzdem 4 Grüppchen mit Sechzehnteln in jedem Takt und am Ende von der letzten Gruppe habt ihr zum Beispiel einen Sprung und da würde ich ein bisschen härter artikulieren, also eher Tü. Und das klingt nicht nur besser, sondern das hilft euch auch, den Überblick zu behalten. Ihr müsst nämlich aufpassen, was macht eure Zunge und genau den richtigen Zungenstoß auf die richtigen Töne anwenden. Und dann kann es euch nicht so leicht passieren, dass ihr einfach so drüber huscht. Und ganz klar und viel einfacher wird es auch für die Stelle gegen Ende. Da haben wir hier lauter Sprünge, das sind eigentlich ausgeschriebene Dreiklänge, also immer G, H, D, also der G-Dur-Akkord. Und so eine Stelle bietet sich wunderbar an, um schön deutlich zu artikulieren, sprich eher Tü als Dü. Und dann müsst ihr euch wahrscheinlich ein bisschen mehr anstrengen, wenn ihr jede Note mit Tü machen möchtet, denn nach meiner Erfahrung spielen die meisten Spielerinnen und Spieler eher so prinzipiell alles mit Dü. Und wenn ihr darauf achtet, dass ihr jede Note erwischt mit einem Tü, dann verspielt ihr euch auch nicht so schnell, weil ihr viel mehr darauf achtet, auf jede einzelne Note achtet und automatisch auch auf die Griffe dadurch mehr achtet.
Wenn wir dann mal weiterschauen, im vorletzten Takt, da haben wir immer einen Sprung bei jeder Figur und dann sind 3 Töne eigentlich dicht beisammen, also die gehen schrittweise. Und da könnt ihr zum Beispiel artikulieren tüt tü dü dü, tüt tü dü dü, tüt tü dü dü. Und da ist es auch wieder so, das würde ich natürlich erstmal langsam üben an eurer Stelle, aber da ist es auch wieder so, dass ihr euch so konzentrieren müsst auf den jeweiligen Sprung, der bei beiden Tönen ein T bekommt, dass ihr euch nicht so schnell verspielen werdet, weil ihr einfach viel fokussierter drauf seid, konzentrierter und bewusster. Wenn ihr wisst, da kommt ein Sprung, dann wisst ihr auch, dass ihr mit den Fingern was Aufwendigeres machen müsst, als wenn das einfach so in einer horizontalen Linie fortschreitet. So, dann habe ich noch ein anderes Beispiel, wie zu Anfang versprochen, nämlich die letzte Variation von Summ, 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 die ich für euch komponiert hatte für das Video von letzter Woche. Und die geht in Triolen. Da hat Ingrid schon unter das Video geschrieben, ich höre genau hin, wie du artikulierst. Und man kann natürlich auf verschiedene Arten artikulieren. Also auch die Beispiele, die ich euch gebe, die sind jetzt nicht heilig, dass ihr es genau so machen müsst. Es gibt bestimmte Artikulationsregeln, an die man sich so wie so ein Fahrplan halten kann. Aber natürlich gibt es immer die Ausnahme von der Regel und natürlich wäre es langweilig, wenn man alles standardmäßig immer gleich artikuliert. Das ist klar. Ich wechsle selber auch ab, also ich spiele auch eine Version mal so und mal so, aber ich versuche mich in etwa an bestimmte Regeln zu halten und die will ich euch jetzt mal zeigen anhand dieser Triolenvariation von Summ, Summ, Summ. Also hier ist es auch wieder so, wenn ich alles nur mit dü, 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 dü artikulieren würde, dann wäre ich wahrscheinlich verloren in dem gesamten Wust, in diesem Haufen von Noten, wo das dann plötzlich mal rauf und runter geht und irgendwann kann man dann einfach nicht mehr von der Konzentration her, vielleicht auch von der Zunge her. Und wie gesagt, es ist auch langweilig, wenn man alles mit ein und derselben Artikulation macht. Und es ist nicht so ausdrucksstark, es ist außerdem auch nicht so stilgerecht. Dann wollen wir also mal schauen, was ihr da anders machen könnt. Ihr könnt jetzt zum Beispiel mal hingehen und die Figuren, die keine Sprünge drin haben, mit tü, dü, dü artikulieren. Also nicht einfach dü, 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 sondern tü, dü, dü. Dann habt ihr den Anfang von so einer Figur schön deutlich und die anderen 2 Noten ein bisschen weicher. Im Gegensatz dazu gibt es ja manche Triolen, die Sprünge drin haben. Die würde ich dann empfehlen, mit Tü zu artikulieren. Also den ersten sowieso, dann ist das schön deutlich und die anderen beiden auch. Und das in Kombination, also dieses Tü, Dü, Dü mit dem Tü, 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 das klingt dann schon mal ein bisschen abwechslungsreicher, aber vor allem werdet ihr auch hier wieder nicht so viele Fehler machen, weil ihr euch ganz bewusst beschäftigen müsst mit dem Ablauf der Noten, mit der Folge der Noten. Was kommt da? Ihr könnt dann nicht einfach auf automatischem Pilot drauf losspielen und hoffen, dass die Noten klappen, sondern ihr seid euch bewusst, okay, Schritte, Sprünge, Schritte, Sprünge. Ihr müsst immer wissen, was ihr macht und ihr werdet dann weniger Fehler spielen. Natürlich muss man das alles erstmal langsam ausprobieren und dann langsam üben und dann immer schneller. Aber ihr werdet merken, dass ihr so Struddelfehler nicht mehr so häufig macht. Und gerade diese kniffligste Stelle, würde ich mal sagen, in dem Stück, die ja wirklich nur aus Sprüngen besteht,
die kriegt ihr dann viel besser hin. Wenn ihr jetzt mal so grundsätzlich einen Überblick bekommen wollt, wo könnt ihr welche Artikulation einsetzen, sodass ihr eigentlich immer auf der richtigen Seite seid und es eigentlich immer gut klingt und dann auch eigenen Regeln daraus ableiten könnt, dann empfehle ich euch meinen Blockflötenkurs Blockflöte Next Level. Da gibt es ein ganzes Kapitel nur über Artikulation und die Regeln bzw. die Anwendungsmöglichkeiten. Und das könnt ihr immer wieder aufrufen dann. Das ist ein Video-Online-Kurs und ihr könnt immer wieder euch einloggen und ganz gezielt nochmal nach Inhalten suchen. Zum Beispiel, wie mache ich das bei Sprüngen und Schritten? Wie kann ich artikulieren? Da gibt es auch Übungen dazu, dass ihr mal so grundsätzlich wie so ein digitales Nachschlagewerk habt. Das geht auch, wenn ihr noch gar nicht wie ein Meisterprofi spielt, sondern der Kurs ist wirklich gedacht für leicht fortgeschrittene Spielerinnen und Spieler bis zu sehr weit fortgeschrittene, weil es eigentlich die Basics des guten Blockflötenspiels betrifft. Wenn ihr jetzt weiterkommt mit diesen Tipps, was ich sehr hoffe, zur Vermeidung von Fehlern durch eine gute Artikulation, dann freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Nächstes Mal gibt es ein Video dazu, wie ihr schneller spielen könnt durch eure Artikulation. Und aller guten Dinge sind 3. Es kommt auch noch ein Video demnächst darüber, wie ihr eleganter spielen könnt. Also seid gespannt. Vergesst nicht beim Abonnieren das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr auch Bescheid kommt, wenn ein neues Video von mir rauskommt. Ich bedanke mich für heute mal wieder fürs Zuhören und freue mich auf euch nächstes Mal. Bis dahin. Tschüss.